Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich heute dieses Video für euch aufnehmen kann, was euch, denke ich mal, auch sehr weiterhelfen könnte. Und ja, vor allen Dingen in erster Linie aber erstmal mir weiterhelfen soll. Ihr könnt euch ja bestimmt noch an das Video von gestern gerade erinnern, was ich rausgebracht habe, was so meine Pläne auf dem Server sind, wie ich hier so fortfahren möchte und ja, dass ich auf lange Sicht hier Platz 1 auf dem Server sein möchte oder zumindest ganz weit oben in den obersten Top-Rängen mitspielen möchte. Und daraufhin hatte ich dann mal Strider gefragt gehabt, ob er mir noch so ein paar Tipps und Tricks geben kann, ja, wie man noch so das letzte bisschen rauskitzeln kann, um noch ja, weiter oben in der Rangliste zu stehen. Und wie gesagt, wen sollte man sonst fragen als Strider, ne? Und der hatte sich tatsächlich rangesetzt gehabt und hat ein Video für mich gemacht, wo er meinen Account optimiert und aufs kleinste Detail analysiert und meinen Server auseinander nimmt, zumindest die ersten Top 20 Ränge auf meinem Server. Und was man da noch besser machen kann und wo noch Defizite sind und wo noch Potenzial ist, sich noch zu verbessern. Das Ganze hat er, wie gesagt, in einem Video gemacht und das hat er auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen. Den YouTube-Kanal und das Video, also ich werde euch den Link von dem Video unten in die Videobeschreibung packen, also schaut da auf jeden Fall vorbei. Ja, es ist jetzt auch Premiere quasi, es ist das erste Mal, dass man Strider mit seiner Stimme hört, weil sonst hatte ich ihn ja nur mal so im Interview per Chat und sowas immer gehabt und hat halt nur geschrieben. Das ist jetzt das erste Mal, dass er dort auch spricht, also dort werdet ihr auch seine Stimme das erste Mal hören. Und dieses Video, wo er hier genau durchgeht, was ich so zu machen habe und ja, wie ich so verfahre, was ich noch rausholen kann, wo noch Potenzial ist, das hat er hier wirklich sehr analysiert und detailliert in diesem Video beschrieben. Die Mikrofonqualität ist noch nicht ganz so gut, das wird er aber auf jeden Fall in nächster Zeit verbessern, weil es ist jetzt sein erstes Video, was er jetzt so aufnimmt mit halt Stimme dazu. Und wie gesagt, das Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das ist Part 1. Der Part 1 beschreibt jetzt quasi so ein bisschen, ja, so sagen wir mal, die Basics vom High-Level-Bereich, so, ne? Also wo man vielleicht drauf kommen könnte. Und das hatte er dann in diesem Video beschrieben, war aber trotzdem schon sehr, sehr umfangreich. Und Part 2 beinhaltet dann so ein bisschen die fortgeschrittene High-Level-Taktiken, die man noch so fahren kann, also so ein bisschen Advanced Tactics so, ne? Und ja, das waren erstmal so die Basics und aber als Grundlage auf diesem Video, hatte ich ihn dann so ein bisschen geschrieben gehabt auf Discord und so und er hatte dann auf mein Feedback so gewartet und daraufhin wird er dann Part 2 von meiner Account-Optimierung auch auf diesem YouTube-Kanal hochladen. Also Part 2 werdet ihr davon dann auch noch hier bei Strider auf dem Kanal finden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da auf jeden Fall vorbeischaut, ein Like da lasst und einen Kommentar von mir, ihn schön grüßt und natürlich auch ein Abo, weil das sind Sachen, die muss man unbedingt gesehen haben. Da sind auch Tipps und Tricks dabei, wo man sich noch deutlich verbessern kann, auch wenn man schon ein sehr guter und sehr hoher Spieler ist, kann man immer noch was lernen und ich bin auch vor allen Dingen auf Part 2 gespannt, was da noch so ja, an Advanced Tactics noch ja, so kommen wird. Ne? Wirklich, da bin ich sehr, sehr gespannt. Um erstmal so einen kleinen Breakdown wiederzugeben von dem Video, ja, bevor ihr euch das dann selbst anschaut oder am besten ihr schaut euch das Video an. Ne? Und dann pausiert dieses Video, guckt euch das Video an und dann kommt ihr jetzt wieder zurück auf mein Video, ja, und hier erfahrt ihr dann quasi nochmal meine Antworten, mein Feedback auf das Video von Strider, weil ich werde mir natürlich nicht das komplette Video mit euch zusammen hier live anschauen. Könnte man auch machen, ja, aber ich denke mal, er hat sich schon verdient, dass man sich das Video bei ihm anschaut, so für die Arbeit, die er jetzt geleistet hat. Ne? Er hat auch, natürlich, das Video ist natürlich in Englisch, weil er ist ja Amerikaner, ne? Aber er hat deutsche Untertitel hinzugefügt, also für alle Leute, die der englischen Sprache nicht mächtig sind, könnt ihr auch gerne die Untertitel bei ihm aktivieren und die hat er dann auf Deutsch, ja, guterweise dann noch für unsere Community dann mit eingestellt. So, ne? Der Translator ist nicht immer hundertprozentig richtig. Strider wird wahrscheinlich auch dieses Video sehen. Grüße gehen raus, ja, aber die Untertitel sind immer nicht so hundertprozentig aktiv. So, und jetzt so ein bisschen auf das Feedback von diesem Video einzugehen.
Ich lasse mal im Hintergrund vielleicht einen kleinen Dungeon-Fight laufen so. Natürlich werde ich erstmal meine Goldmine abholen so. Und ja, im Prinzip hatte er ein paar Sachen an meinem Account, wo er noch Potenzial nach oben sieht, so, ne? Und wie gesagt, guckt euch das Video an und dann kommt jetzt zurück und hört dann meine Meinung dazu denn. Und ich hatte ihn dann geschrieben, auf den Hinweis von ihm, dass ich quasi jetzt so langsam auf Gold gehen sollte, hatte ich dann zu ihm geschrieben gehabt, dass ich seit circa Stufe 500, ne, eigentlich wisst ihr das meiste ja schon von mir, weil die meisten ja von mir meine Videos schauen, das ist logisch, ne, dass ich seit Stufe 500 etwa auf Gold gehe, also ich habe relativ spät auf Gold geschaltet. Das macht sich dann natürlich auch in der Statistik bemerkbar und hat mir dann den Tipp gegeben, falls ich es noch nicht machen sollte, pur jetzt auf Gold zu gehen. Das ist natürlich eine Sache, die habe ich jetzt schon wahrgenommen. Als nächstes hatte er dann meine Edelsteinmine dann auch noch angesprochen gehabt, dass er da auch noch ein paar Defizite sieht. Da hatte ich dann zurückgeschrieben gehabt, dass ich dann zuerst die Schatzkammer bevorzugt habe und jetzt mich wieder voll auf die Edelsteinmine konzentriere, um dort auch noch ein paar mehr Prozente rauszuholen. Ja, dann das nächste Thema ist natürlich mein Equipment. Das ist relativ inaktuell, das weiß ich auch. Und da warten wir jetzt quasi auf den nächsten legendären Dungeon ab. Und da kann ich euch auf jeden Fall so viel versprechen, Leute, ja. Wenn der nächste Legendary Dungeon rauskommt, dann gibt es natürlich wieder einen saftigen Livestream, und zwar einen richtig fetten, denn dort werden wir uns nochmal komplett mit legendären Sachen equippen, ja, also wir werden viele Legendary Dungeon Runs machen und natürlich, und das ist das, was mich auch so ein bisschen ins Defizit reißt, das ist natürlich meine Waffe, die natürlich nicht legendär ist, ja, das ist keine legendäre Waffe, ich habe zwar eine gefunden, aber da war die Spanne komplett scheiße. Wir werden so viele Dungeon Runs machen, live im Stream, bis ich eine legendäre Waffe bekomme, die eine einigermaßen akzeptable Spanne hat. Das heißt mindestens 4500. Unter dem will ich nix haben, ja? Und so lange werden wir diesen scheiß Dungeon durchgrinden, bis wir da diese verdammte legendäre Waffe kriegen mit einer guten Spanne. Das verspreche ich euch, also schnallt euch an, für den nächsten legendären Dungeon gibt es einen fetten Livestream, was weiß ich, wie lange das dauern wird. Dann wird das halt ein 12-Stunden-Stream, ist mir scheißegal. Ja, Hauptsache wir finden irgendwann mal diese legendäre Waffe. So, abseits davon werden wir natürlich unser Equipment neu ausrüsten. Ja, wenn ein neuer legendärer Dungeon kommt, werden wir auch die alten Legendaries natürlich über den Haufen werfen, weil wir diese Waffe haben wollen und auf den Weg zur Waffe werden wir sowieso sehr viele Tries benötigen. Und mit diesen anderen Tries werden wir dann unser anderes Equipment dann auch natürlich auswechseln. Und hier oben, der Hut, der fehlt mir ja sowieso, den habe ich auch noch nicht legendär. Der hat mir ja auch schon die letzten Male gefehlt bei den ersten 2 Legendary Dungeon Runs oder bei den ersten 2 legendären Dungeons habe ich keinen Hut bekommen, also der fehlt mir immer noch. Das ist auch ein Defizit, was ausgemerzt werden muss. Also wirklich, wenn der nächste Dungeon kommt, der legendäre, dann schnallt euch an. Da gibt es auf jeden Fall, also da werden auf jeden Fall ein paar Pilze verbraten. Ja, da wird eine schöne Pilzpfanne gemacht. Da könnt ihr euch warm anziehen, wie wenn ihr jetzt raus vor die Tür geht bei den kalten Temperaturen. Ja, so viel wollte ich auf jeden Fall mal dazu sagen. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den er auch kritisiert hat. Wo man sich noch verbessern könnte, das Equipment. Ja, dann das nächste sind meine Pets. Ja, die Pets sind aber bei mir auch schon relativ close to max. Also da fehlt nicht mehr allzu viel. Ist natürlich immer so eine Sache, was ist jetzt nah an dem Maximum dran? Natürlich synergieren die Pets auch mit dem Equipment und den Stats und alles, ne? Und deswegen müssen die Pets auch relativ schnell gemaxt werden. Das ist auch eine Sache, die hatte ich geschrieben, die sind bei mir schon, da bin ich auf jeden Fall schon dran, die in nächster Zeit zu maxen. So, und das sind auf jeden Fall erstmal so die oberflächlichen Punkte, die er mir quasi geschrieben hat, wo man noch oder wo er noch Freiraum sieht, um sich noch zu verbessern. Ja, und das sind natürlich Sachen, die könnte ein Laie vielleicht auch sehen, so, ne? Wenn man jetzt so schaut, oh, okay, dem fehlt noch das und da könnte man das und das machen, so, ne? Das ist natürlich klar, das könnte jeder sehen. Deswegen war das aber halt auch wirklich nur der erste Part und das war halt dieser Basic High-Level-Char
Optimization Part 1 sozusagen, ne? Und das waren halt die Basics, die man jetzt so rauskriegen kann, wo man relativ schnell sieht, aha, da ist noch Spielraum nach oben, da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall. Und Part 2 wird dann wohl ein bisschen fortgeschrittener werden für die Sachen, wo man halt nicht so direkt oder die einem nicht direkt ins Auge fallen, wo man sich noch verbessern könnte. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Projekt auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, was in Part 2 uns erwarten wird. Ne? Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Schaut auf jeden Fall bei Strider vorbei auf seinem Kanal und lasst ihn schöne Grüße, ein Abo und ein Like da. Das hat er sich wirklich verdient für diese Arbeit. Wie gesagt, er hat sich alle 20 Leute, alle die ersten 20 von meinem Server hier rausgepickt und anhand davon dann verglichen, wo halt noch meine Defizite liegen im Vergleich zu den anderen. Also das ist eine Menge Arbeit auf jeden Fall und dafür Respekt und ja, das ist das Mindeste, was ich denn dafür zurückgeben kann, dass er hier, wie gesagt, ein bisschen supported wird und vielleicht auch in Zukunft noch mehrere Parts von anderen Leuten macht, deren Accounts beobachtet, analysiert und im besten Falle noch verbessert und Verbesserungsvorschläge gibt. Sehr, sehr detaillierte Charakteranalyse und ich gehe mal stark von aus, dass ihr in diesem Video, auch wenn es hauptsächlich um mich handelt, dass ihr da trotzdem auf jeden Fall sehr viel mitnehmen könnt, sehr viel lernen könnt und deswegen solltet ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Gut, das soll es denn soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.